Hallo Freunde der Füße, jetzt geht's weiter. Wie macht man eine Praxis denn auf? Ja, oder wo fängt man denn an? Denn wenn man sich denkt, ja, ich mache mich selbstständig, dann denken sich viele, wo fange ich denn jetzt an? Es ist so ein Riesenberg, den was man abarbeiten sollte, bevor man sich selbstständig macht. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Guide für euch, an dem könnt ihr euch ranhandeln. Es gibt natürlich im Internet auch ganz viele Webseiten, die sich mit Gründung befassen. Und ja, ich habe das jetzt zugeschnitten auf die Podologie und wir gucken jetzt einmal, wie das Ganze beginnt. Und zwar die Kassenzulassung habe ich hier als ersten Punkt genommen, denn bei der Kassenzulassung muss man verschiedene Kriterien erfüllen und das wirkt sich natürlich auf Punkt 2 aus, auf die Praxisräume. Zur Kassenzulassung selber gibt es nochmal ein extra Video von mir, einfach das nächste Mal reingucken. Die Praxisräume. Gut, man muss Praxisräume finden, je nachdem, ob man jetzt die Kassenzulassung haben will oder nicht. Wenn ja, dann muss es natürlich einige Kriterien erfüllen, wie Raumhöhe, Praxisgröße, Ausstattung und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir hier auch noch Punkt 2, will ich Mitarbeiter haben? Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, brauche ich natürlich eine größere Praxis und muss mir jetzt ein größeres Objekt suchen. Das Ganze ja, sollte man am besten dann im Businessplan dann alles einkalkulieren. Denn wenn man jetzt noch nicht weiß, welche Praxis man hat, ob man eine Kassenpraxis hat oder Privatpraxis und ob man Mitarbeiter hat oder nicht, dann kann man diesen Businessplan schlecht erstellen. Denn im Businessplan ist eben die Umsatzplanung drinnen und es ist auch drinnen die Anschaffungskosten, die Gründungskosten, die ganzen Finanzplanung und was noch, Rentabilitätsrechnung ist drinnen, dann die Zielgruppenerfassung ist drinnen im Businessplan. Wie ihr einen Businessplan ordentlich erstellt, dafür gibt es im Internet ganz viele Webseiten. Schaut einfach die Webseiten an und geht dann alles Punkt für Punkt durch, damit ihr auch nichts vergesst. Warum brauche ich jetzt so einen Businessplan? Nun ja, wenn ich eine Praxis eröffne, dann brauche ich Kapital. Und wer gibt mir das? Die Bank. Die Bank will natürlich gucken, was für ein Unternehmen hast du, wie sehen die Zukunftsaussichten aus, wie viele Gedanken hast du dir gemacht über deine Praxis und ja, die wollen halt auch Sicherheiten haben. Deswegen muss man einen Businessplan vorlegen, wenn man einen Kredit haben möchte. Unser nächster Punkt sind die ganzen Genehmigungen, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich die persönliche Voraussetzung, das heißt die podologische Prüfung. Wenn man die Kassenzulassung haben möchte, braucht man die Genehmigung von der AG-Zulassung. Den Link von der AG-Zulassung habe ich euch unten in die Infobox reingestellt. Da könnt ihr dann nachgucken, welche Kriterien ihr als Heilmittelerbringer erfüllen müsst. Dann, welche Genehmigungen brauchen wir noch? Die wichtigste eigentlich unser Gesundheitsamt. Das ist die uns übergeordnete Behörde. Das heißt, das Gesundheitsamt muss eine Meldung erhalten. Hallo, ich eröffne eine Praxis, wünschen Sie eine Begehung. Ganz einfach. So, dann Name und Logo. Name und Logo, gut, viele haben ihren Vornamen und Nachnamen, also zum Beispiel wie bei mir, Praxis für Podologie, Andrea Königsberger. Das ist ganz einfach. Das Logo ist schon etwas schwieriger. Man sollte am besten kein Logo nehmen, das Praxis XY schon genommen hat, denn ja, Urheberrecht und Bildrechte und so weiter. Deswegen wäre das Beste und das Einfachste auch, wenn ihr einfach ein Logo selbst zeichnet. Für unseren Beruf ist das jetzt nicht so schwer. Fuß, irgendetwas zum Thema Fuß oder Beauty oder ja, irgendetwas, was dem Patienten Wohlbefinden vermittelt. Zum Beispiel also ich habe einen Unternehmerkurs gemacht und der Herr im Unternehmerkurs hat gesagt, er hat die passendste Idee, die was man haben kann, für Visitenkarten. Habe ich dann gesagt, okay, gut, welche Idee? Ich soll doch ein Bild nehmen von einem eingewachsenen Zehennagel, wenn der so in voller Blüte steht, und soll das auf meine Visitenkarten drauf machen. Habe ich ihm angeguckt, habe ich gesagt, sind Sie sicher, die Leute würden lieber davor rennen, bevor sie zu mir kommen.
Also man soll sich dann wirklich Gedanken drum machen, was kommt gut, was kommt nicht so gut. Unser nächster Punkt ist Webseite und Social Media. Ist kein Muss, wer jetzt keine Webseite haben möchte, muss sie auch nicht machen. Es ist halt nur so, wenn man eine Webseite hat, gerade die jüngeren Patienten suchen im Internet, ja, wo finde ich wen? Also man hätte dann, wenn man eine Webseite hat, dann schon wieder mal einen größeren Patientenkreis, den man ansprechen kann. Wer Social Media gerne hat und wer Social Media machen möchte, das soll es gern machen. Plant euch bitte genug Zeit ein, damit ihr die ganzen Posts und alles unter einen Hut kriegt. So, unser nächstes, Marketing. Wie mache ich am besten Marketing? Wie mache ich am besten aufmerksam, dass es meine Praxis gibt? Gut, man kann jetzt in der Zeitung ein Ich eröffne meine Praxis machen, gerade für die älteren Patienten, die noch Zeitung lesen. Ich bevorzuge eigentlich, dass ich mich beim Hausarzt vorstelle, dass ich mich vorstelle beim Diabetologen, im Krankenhaus, wenn eins in Ortsnähe ist, weil gerade die Ärzte schicken uns ja die Patienten. Deswegen ist schon mal vom Vorteil, wenn man da hingeht und sagt, hi, ich bin da. Oder man geht zu den Kollegen in den Umkreis. Die meisten Kollegen sind eh voll mit Patienten und die freuen sich, wenn irgendwer kommt und sagt, hi, ich mache eine Praxis neu auf. Ich zum Beispiel mache es dann oft so, wenn ich mitkriege, dass irgendwo eine Kollegin aufmacht hier in der Nähe, dann rufe ich mal an und sage, brauchst du noch Patienten? Wenn die oder derjenige dann sagt, ja, dann kommt auf meinen Anrufbeantworter drauf, dass ich keine Patienten mehr nehme und sie sollen sich dann an Nummern so und so wenden, damit das dann dort versorgt werden. Also finde ich eine super Sache, so kann man neuen Kollegen in den Start helfen und mir tut es nicht weh, weil ich nehme ja eh keinen mehr. Also Konkurrenzdenken in unserer Branche ist komplett fehl am Platz. Denn wir, die Hasen, die schon da sind, wir haben alle unsere Praxen voll, wir können teilweise eh keine Patienten mehr nehmen und die neuen, die beginnen, ja, dann geben wir denen halt die ganzen neuen Patienten, die wir sowieso noch machen könnten. Also ich freue mich über jeder, die was hier anruft und sagt, hey, ich eröffne eine Praxis in deiner Nähe, kannst du nicht auf deinen Anrufbeantworter drauf sprechen, dann kriege ich auch mehr Patienten. Wunderbar. So kann man den neuen Kollegen auch gut helfen. So, unser nächstes, Steuerberater und Konto. Steuerberater ist eine sehr wichtige Sache, denn sein Job ist ja Steuern. Steuern und rechtlichen Kram, Finanzamt und so weiter. Hier hängt auch das Konto hinterher, weil der Steuerberater wird euch höchstwahrscheinlich sagen, dass ihr ein Geschäftskonto braucht. Bank XY, egal, Hauptsache irgendeine Bank. Und ich habe meinen ganzen Steuerkram auch beim Steuerberater, weil es ist sein Job, dass er sich um das Ganze kümmert. Ich muss mich da nicht mit den Steuern auch noch auseinandersetzen. Das ist mir alles zu kompliziert, deswegen, da gibt es jemanden, der das Ganze gelernt hat und der in dem Beruf tätig ist. Somit kriegt der die ganze Arbeit von mir. Und ja, man muss sie bezahlen. B, man kann es doch absetzen von der Steuer. Also ist doch nur nicht schlimm. Unser nächstes, Preisgestaltung und Buchhaltung. Für die Preisgestaltung habe ich einen Videokurs gemacht. Hier oben ist der Link dafür. Und ja, die Buchhaltung hängt natürlich mit dem Steuerberater zusammen. Wenn ich jetzt Preisgestaltung und Buchhaltung, das muss natürlich eins in eins gehen, weil ich kann nicht Einnahmen machen und die nicht verbuchen. Also wer sich da zu wenig auskennt mit der Buchhaltung und mit dem Ganzen, sollte bitte einen extra Kurs belegen. Wie gesagt, der Kurs für Preisgestaltung, wie man mal so einen Grundpreis berechnet, da habe ich euch einen Videokurs dazu gemacht. Unser letzter Punkt ist heute mal Versicherungen. Die Versicherungen sind ja eigentlich sehr wichtig, vor allem die Haftpflichtversicherung, falls irgendwas in der Praxis passiert. Die BG, die Berufsgenossenschaft, würde ich jedem empfehlen, dass ihr da dazu geht. Das nächste ist dann noch Inventarversicherung, Feuerversicherung, ja, diese allgemeine Hausrat oder wie das heißt. Also die Versicherung sollte jetzt haben. Wer jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen möchte, soll das gerne machen. Dann Krankenversicherung sowieso. Also wer keine Krankenversicherung hat, der hat einen Vogel, das habe ich schon mal gesagt. An die Versicherungen gibt es noch etliche mehr, aber das sind jetzt einmal die wichtigsten, die ihr braucht.
Habe ich irgendwas vergessen, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Ja, das war eigentlich alles im Schnelldurchlauf für die Praxiseröffnung. Ach so, tschüss, bis zum nächsten Mal.